Hallo meine Lieben, es ist endlich soweit. Es gibt ein neues Tool für die Siser Juliette oder den Siser Romeo, je nachdem was für einen Plotter ihr habt. Und zwar ist es ein Etching-Tool einerseits und das andere ist so ein Falzstift, würde ich es nennen. Und was ihr alles so damit machen könnt, das seht ihr in diesem Video. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Wir hatten ja bis jetzt für die Siser Juliette und den Romeo hatten wir ganz einfach Schneideklingen und einen Adapter, der für die Siser Sublimationsstifte funktioniert. Und ich habe das so gemacht und vielleicht hier auch ein Tipp auf dem Weg. Das Schwarze bei mir ist, glaube ich, die 65 Grad Klinge und glaube ich meine einfach, das ist die mehr abgeschrägt ist. Und dann habe ich zwei Halterungen mit dem normalen Messer und eine, ihr seht hier, hat einen weißen Punkt drauf. Das habe ich ganz einfach eine Vinylfolie draufgeklebt, damit ich weiß, ne, die weiße Papier weiß, ich weiß, mit der schneide ich nur Papier, mit der schneide ich die Folien, also die Hitzetransferfolien und die selbstklebenden Folien. Geht ganz einfach drum mit dem Papier und solche Sachen, habt ihr eine stärkere Abnutzung und dann weiß ich, dass das hier länger scharf ist und kann das regelmäßiger austauschen. Hier einfach zu den Tools, die es bis jetzt gab, und jetzt haben wir eben auch noch was Neues, und zwar ist es das Easy Crease und das Easy Edge Tool und das kommt in einem Paket hier. Ne, die beiden. Easy Crease ist quasi ein Falzbein oder eine Falzspitze, das heißt, sie ist vorne ein bisschen abgerundet, hat zwei Enden, aber auf beiden Enden hat es die gleiche Spitze. Was bei den Tools anders ist vom Einsetzen her, ihr habt bei den Messern habt ihr ja diese Rille hier, die reinpasst, und hier könnt ihr individuell das, je nachdem welche Höhe ihr braucht, könnt ihr das so in die Halterung einklemmen. Das hier, ich werde euch heute ein Beispiel zeigen, wo ich einfach eine Geschenkbox mache, weil wir machen ja Falzlinien ins Papier zum Beispiel rein, damit da die Papierfasern elastischer werden und mein Papier damit auch weiß, wo es sich falten muss dann oder wo es sich umlegen muss. Aber dann auch dadurch, dass dann die Papierfasern elastischer sind, dass euch das Papier auch weniger bricht. Dafür ist eben diese Easy Crease Spitze. Und die zweite hier, das ist die Easy Edge Spitze. Die ist wirklich spitzig, also da aufpassen, dass ihr euch da dran nicht verletzt. Also man kann sie schon berühren, aber die ist schon auch scharf. Genau, auch hier habt ihr nur diese Rillen, damit ihr das manuell wirklich einstellen könnt, da wo ihr das braucht. Und was ihr damit machen könnt, ist zum Beispiel Acryl etchen oder ritzen quasi. Das deutsche Wort, würde ich sagen, ist am ehesten ritzen. Das heißt, das könnt ihr mit beschichtetem Metall machen oder mit Acryl oder mit Acetatfolie. Ja, ich habe euch da dann heute so ein paar Beispiele, werde euch aber nur eines zeigen. Die anderen werde ich euch erklären, weil sonst dauert das hier mal wieder viel zu lange. Hier werde ich ganz einfach ein beschichtetes Metalltag ritzen, damit ihr das dann seht. Ich hatte das Tool schon eine Weile, also so ein paar Tage, aber der offizielle Launch war noch nicht und deshalb konnte ich euch das noch nicht zeigen. Deshalb, ja, heute das Video, und wenn ihr auch noch mehr sehen wollt als das, was ich euch heute zeige, dann könnt ihr auch bei Andrea vom Kreativchalet reinschauen. Die hatte am Donnerstag das Video hochgeladen. Da seht ihr auch noch weitere Beispiele und ich habe von ihr auch diesen Tipp quasi mitgenommen. Sie hat ganz einfach einen Teil der Verpackung dann unter das Tool gelegt, dann beim Einstellen, damit man die richtige Höhe festlegen kann. Deshalb habe ich mir hier einfach einen Streifen abgeschnitten und den verwende ich, um die Höhe festzulegen. Das seht ihr aber gleich noch. Ich würde sagen, wir gehen zuerst kurz zur Software, also zum Leonardo Studio, und da
braucht ihr eine neue Version und die ist im Moment nur als Beta-Version erhältlich. Einfach damit wir das so ein bisschen austesten können und gucken können, passt das oder wo hat es noch Sachen, wo man noch Fehler ausmerzen muss. Und apropos Fehler, es hat auch einen Fehler drin. Das heißt, wenn ihr die Version verwendet, eben die ich euch gleich zeige, da hat es einen Fehler drin, dass dann das Print and Cut nicht mehr sauber funktioniert. Von dem her, ihr könnt die neue Version herunterladen, das hier mal so ein bisschen austesten und dann, ja, wenn ihr dann ein Print, also ein Drucken und ein Schneiden machen wollt, wieder auf die alte Version zurückgehen. Oder ihr könnt natürlich auch warten, bis der Fehler behoben wurde. Ich denke mal, das wird relativ schnell gehen, weil Caesar kennt den auch schon. Das hatten sie ja auch in ihrem Video schon gesagt. Oder, ja, ihr sagt halt einfach, das ist im Moment wichtiger. Ich mache im Moment kein Drucken und dann Schneiden. Und dann könnt ihr, ja, halt einfach mit der Version hier so ein bisschen spielen. Genau. Von dem her, wir gucken uns kurz an, wo ihr die Software herunterladen könnt. Wenn ihr auf die Caesar-Seite geht, dann seht ihr da auch schon die Software zum Herunterladen und die 1.1.18 für Windows und Mac ist die offizielle. Das heißt, da sind die Erweiterungen noch nicht drin. Das ist die, die eigentlich fehlerfrei funktioniert. Und wenn ihr eben die Beta-Version haben wollt, entweder für Windows oder für Mac, dann habt ihr eben hier die Beta-Version. Beta heißt einfach, also ihr könnt da drauf gehen und dann sagt ihr, eine Beta-Version, was ist es? Die Frage, ist es ungetestet? Ja, ihr könnt hier so ein bisschen das angucken, was es bedeutet, eine Beta-Version. Und ihr könnt unter den Notizen auch anschauen, was da inkodiert ist. Und da ist es eben dieses Cutting Tool Preset Library. Das heißt, wir haben neu auch die Möglichkeit, nicht nur auf dem Gerät unsere Einstellungen zu machen, oder zu speichern, sondern das dann auch in der Software drin. Das zeige ich euch auch noch kurz. Und dann eben dieses Line Fill Engraving, weil ihr könnt tatsächlich unterschiedliche Füllmuster für euer Engraving oder für das Falzen verwenden. Genau, das sind so die beiden wichtigsten, die hier drin sind. Da eben, wie gesagt, einfach herunterladen und wenn ihr dann das Leonardo Studio öffnet, sind die auch drin. Wenn ihr dann eben in der neuen Version drin seid, dann, ich zeige euch das kurz mit einem Herz, ich gebe hier ein Herz auf den Canvas. Nehmen wir da ein bisschen eine andere Farbe, dass es ein bisschen freundlich aussieht als nur schwarz. Und das dupliziere ich kurz 8 Mal. Also respektive 7 Mal, damit wir 8 haben. Weil jetzt könnt ihr eben, wenn ihr hier dann zum Beispiel sagt, ihr wollt etchen, dann können wir hier, also so würde es nur die Außenlinie quasi dann ritzen oder falzen, je nachdem welches Tool ihr nehmt. Und neu habt ihr eben dann hier dieses, da war bis jetzt nur das Offset und dann habt ihr hier eben die Füllmuster. Wenn ihr da reingeht, seht ihr, dass ihr 8 verschiedene Füllmuster habt. Ich nehme jetzt mal die Linien und mache das ein bisschen offensichtlicher, dass ich den Abstand größer mache, dann seht ihr es auch ein bisschen besser. Das wäre jetzt hier als Linie das Füllmuster und ich mache das jeweils so, dass ich auch die Border, das heißt, das, was ringsherum ist, dass ich das behalte. Ich finde, das gibt einen schöneren Abschluss. Und ja, vielleicht auch hier noch eine andere Eigenheit von der Beta-Version. Es ist natürlich noch nicht alles übersetzt. Dann kann ich hier sagen, akzeptieren. Und dann seht ihr schon mal, ich habe eins mit Linien. Gehen wir zum nächsten. Da haben wir eins mit solchen Linien nach unten und hier könnt ihr tatsächlich dann auch den Angle, was ist das deutsche Wort für Angle? Die Ausrichtung, horizontale Ausrichtung, vertikale Ausrichtung, irgendwas in dem Stil, könnt ihr da dann auch noch definieren. Dann das nächste,
Da habt ihr so ein Hatch-Muster, das heißt diese Quadrate, das heißt, die geht dann vom Falzen oder vom Rätseln her in beide Richtungen. Dann haben wir Multi, das ist dann noch verdichteter. Und hier könnt ihr auch die Anzahl festlegen. Und natürlich auch wieder hier die Ausrichtung. Dann Island, der geht quasi ist wie ein Offset nach innen, so oft bis es nicht mehr geht. Natürlich können wir auch das hier kleiner oder größer machen. Dann haben wir Spirale, sieht bei ziemlich vielen Mustern sicher auch extrem cool aus. Hier haben wir eben auch den Abstand quasi. Ihr könnt aber auch sagen, ich will das Offset, zum Beispiel beim Herz hier, möchte ich, dass es bei der einen Seite vom Herz startet. Hier von der Seite sieht sich auch cool aus. Dann das zweitletzte ist quasi so ein Sonnenstrahl. Auch da könnt ihr sagen, von wo aus das quasi stattfinden soll. Ihr könnt zum Beispiel in die andere, also ihr könnt die Anzahl von diesen Strahlen natürlich sagen und ihr könnt auch hier das verschieben. Ich nehme jetzt mal die andere Seite vom Herz. Und die letzte Variante haben wir noch den Kreis. Na, bei der Spirale habt ihr innen drin so diese Zipfel quasi, wo das anfängt, und beim Kreis sind es wirklich einfach Kreise. Das gehen wir mal in die Mitte. So. Und so seht ihr, dass ihr dann wirklich unterschiedliche Arten auch von Füllmustern habt. Und das finde ich eben wirklich eine coole Sache, weil ich finde es eigentlich nicht schön, wenn ich irgendetwas quasi ritze und dann ich nur die Außenlinie habe, weil dasselbe könnt ihr natürlich auch bei einem Text machen. Dann nehmen wir mal hier Ashington. Haben wir hier Glyphen? Nö. Ich nehme kurz eine, wo ich Glyphen habe. Nehmen wir hier dieses Hard Love. Gebe ich einen Text rein. Glyphen. Jetzt kann ich hier den G, kann ich mit was ersetzen. Sagen wir nehmen einen kleinen G. Hier Glyphen. Und das N machen wir ein Herzchen ran. Und dann können wir, also wenn ihr hier die Glyphen nicht seht, dann ist das Schriftzeichen anzeigen. Ne? Hier dieses Häkchen setzen, dann seht ihr, wenn der Buchstaben eine Glyphe hat, seht ihr die auch hier wunderbar im Vorschaufenster. Genau, dann können wir, hier habe ich automatisch verschweißen, sage übernehmen. Und dann haben wir schon unser Wort Glyphen. Das heißt, wenn ich mir den Umriss angucke, seht ihr, dass es eben, also die Überlappungen quasi schon verschweißt wurden. Sage ich wieder füllen und jetzt sage ich hier eben Action auch und dann kann ich hier ein Füllmuster festlegen, sagen wir mal die Linien, die vertikalen 0,1 Accept. Und dann haben wir hier auch das Wort ausgefüllt. Das finde ich eben auch eine coole Sache, dass ich eben auch die Schriften so füllen kann. Und ich habe dann tatsächlich das genommen und das einfach ein bisschen ausgetestet, wie das aussieht mit den unterschiedlichen Materialien. Genau. Und ihr seht ja auch schon, ich habe fleißig geübt. Ich nehme hier kurz ein Design, was ich gemacht habe, um eben einen Metalltag zu gravieren. Und was ich hier mache, ist, dass ich mir genau angucke, wo ich das auf der Matte platziere. Ich nehme in der Regel nicht der erste, weil da eine Rollen, also die Rolle, die ganz links ist, da drüber läuft. Von dem her gehe ich eher so in den Bereich hier. Sagen wir mal, platziere das hier mittig. Wenn ihr nicht wisst oder wenn ihr gucken wollt, wie groß euer Element ist, könnt ihr da ganz einfach auch ein Viereck einfügen
und dann euer Element abmessen. Bei mir ist es insgesamt von der Breite hier 5 cm und von der Höhe her haben wir 2,9 cm. Das wäre der Platz, den ich zur Verfügung habe. Kann ich den hier? Ich sage, ich platziere das hier auf der ein großes Viereck hoch, 2 rüber. Kann ich das hier platzieren? Dann gebe ich dem kurz eine andere Farbe, damit wir hier auch ein bisschen was sehen. Und gebe das in den Hintergrund. Moment. So. Und dann kann ich nämlich hier mein Muster nehmen. Das heißt alles außer den Hintergrund. Und kann das da so ein bisschen ausrichten. Ich habe extra das Ganze ein bisschen kleiner noch gemacht, einfach weil ich hier vorne noch so ein Löchlein habe, um das dann quasi an den Schlüsselbund anzuhängen. Und das, was ich hier gemacht habe, ist einfach eine Schrift quasi eingefügt. Die Schriftart ist, was könnte das gewesen sein? Genau, das war das Bethany. Hatte ich das so gemacht und da vorne einfach am Anfang zum Beispiel eine Glyphe eingefügt. Das war das hier, das habe ich ein bisschen kleiner gemacht und dann noch das Smiling und den Schmetterling, den hatte ich hier. Kurz gucken, ob das Schmetterling mit Deutsch geht. Der hier war es. Habe ich den ganz einfach eingefügt. Und dann bei beiden, das heißt beim Text und beim Schmetterling, also ich habe es auf die richtige Größe angepasst, die ich dann haben will. Und dann hier eben auch gesagt, wie ich die Musterfüllung haben will. Bei dem war ich, glaube ich, habe ich das so ein bisschen schräg von oben nach unten gemacht. Genau. Schaue ich mir das nochmal an, dass da wirklich alles richtig ist. Das heißt, ich werde meinen Tag hier 2 Felder von links und ein Feld von unten, werde ich das hier an diese Kante anlegen. Das heißt, hier den grauen Kasten brauche ich nicht mehr. Das brauche ich natürlich noch. Und da muss ich eben auch darauf achten, dass das hier auf Etchen ist, weil wir verwenden zuerst mal das Etching Tool. Dann kann ich auf Design senden gehen. Und hier eben wichtig, dass ihr sagt, aktuelle Mattenseitenposition verwenden, weil sonst rutscht es euch da irgendwo anders hin. Von dem her sage ich das, sage senden. Dann gucke ich hier, dass ich Schneidematte habe, dann eben hier auch das Etchen auswählen und dann habe ich hier den Druck, also zuerst die Geschwindigkeit und dann den Anpressdruck. Und hier ist eben auch noch was mit dem Release neu ist oder mit der Beta-Version neu ist, dass ihr hier eure Materialien anlegen könntet. Kann ich zum Beispiel sagen 0, sage dem Metal-Tag, sage OK und dem sage ich will es nicht. Ich will keinen Score Decrease machen, ich will auch nicht schneiden, ich will nicht sketchen, sondern ich will hier nur ein Etching, na, geh weg, genau, nur ein Etching machen und das eben bei einer Kraft von 30 und Geschwindigkeit von 10. Und kann sagen, nehmen wir, Confirm, Yes. Und dann kann ich beim nächsten Mal ganz einfach dieses Metal Tag auswählen. Jetzt, bevor ich dann sage, an den Plotter senden, muss ich das Ganze noch auf der Matte vorbereiten. Ihr seht, meine Matte sieht ziemlich mitgenommen aus, was ich gemacht habe. Ich habe hier ganz einfach so eine Klebefolie quasi, da wo sie nicht klebt, habe ich das auf die Klebematte drauf gemacht, so dass das jetzt haftet. Aber ich habe da so ein paar Sachen getestet, wo halt ziemlich viel Material dann runterkommt. Das wollte ich nicht auf meiner Matte drauf haben, deshalb habe ich die ganz einfach so geschützt quasi. Kurz oben und unten das noch ein bisschen mehr festmachen, habe ich schon gemerkt.
Die haftet nicht so extrem stark. Weil die auf der Rückseite, also sie haftet nicht extrem stark auf diese Matte drauf, weil sie auf der Rückseite so ein bisschen rau ist. Aber kriegen wir alles hin. Jetzt hatte ich gesagt, wir haben von der Seite 2 Felder, von unten 1. Das heißt, ich kann das hier schön hinlegen. Upsi. Ja, so in etwa passt es. Und wenn ich mein Design auf dem Computer angucke, sehe ich, dass ich natürlich ganz vorne, da wo das Löchlein ist, da habe ich quasi, da werde ich mit dem Tool nicht drauf kommen. Von dem her kann ich das noch ein bisschen zusätzlich festmachen, damit dem hier nichts passiert. Und dann weiß ich auch, hier unten in der Ecke werde ich nichts machen. Von dem her liegt das hier wunderbar auf der Matte. Jetzt müssen wir das natürlich noch in den Plotter reingeben. Was ich ja als allererstes mache, ich gehe hier, wo das Tool eigentlich drin wäre, damit gehe ich über den Tag. Weil dann kann ich eben jetzt meinen quasi Anschnitt nehmen von der Verpackung, lege das auf den Tag drauf. Hier. Dann nehme ich mein Etching Tool, das ist eben das, was nur eine Spitze hat, und gebe das hier rein. Also ich lasse es einfach runterfallen und dann merke ich, okay, es liegt auf dem Karton, auf dem Tag quasi drauf, und jetzt kann ich das hier ganz einfach festschrauben, damit es hält, und kann das Karton wieder rausnehmen. Und jetzt, da ich das Motiv relativ zur Matte positioniert habe, muss ich mit der Spitze hier unten in die Ecke. Wenn ihr das jeweils nicht seht, wo das ist, ihr könnt hier das so ein bisschen runterdrücken. Und dann seht ihr auch, wo ihr mit der Spitze landet. Ich würde sagen, ich bin so ziemlich in der Ecke hier. Und dann kann ich auf dem PC ganz einfach sagen, dass er loslegen kann. Das heißt, an Plot senden und dann nochmal OK sagen. Und dann startet er hier auch schon. Etchen dauert natürlich immer so ein bisschen, weil ihr habt gesehen, wie viele von diesen Linien ich habe. Von dem her lasse ich den jetzt einfach mal ein bisschen arbeiten. Ich starte jetzt hier auch mal so ein bisschen die Uhr, damit ihr seht, bei den Einstellungen, die ich gewählt habe, wie lange das ungefähr dauert. Das waren jetzt rund 3 Minuten 50, also sagen wir so 4 Minuten für die Größe. Und wenn euch das jetzt nicht gefallen würde, dann könntet ihr natürlich immer noch sagen, geh noch mal durch, also das einfach nochmal in den Plotter senden, weil wenn ihr hier nichts verändert von der, wo das Messer oder das Tool liegt, dann geht ihr einfach wieder genau an die Position. Genau, jetzt können wir das hier rausnehmen. Und dann kann ich das von der Matte lösen. Ich mache das jeweils so, dass ich hier, ganz einfach einen der Kleber löse und damit schon die Metallteile quasi raushebe, die da noch drauf liegen. Dann habe ich die hier wunderbar auf dem Kleber drauf und nicht auf der Matte. So. Im Detail zeige ich euch das nachher noch. Wir machen zuerst noch weiter mit dem anderen Tool. Ich gehe hier kurz wieder rüber auf den PC und dann nehmen wir mal eine neue Matte, damit das auch ein bisschen, genau, nehmen wir eine neue Matte und ich gucke mal hier, ob es Geschenkboxen gibt.
Gibt es sogar. Wunderbar. Was nehmen wir? Die hier, Herzbox. Sieht doch wunderbar aus. Dann haben wir hier nämlich Falzlinien drin. Plus wir schneiden auch. Nehmen wir. Das ist das, was ich so ein bisschen am längsten drauf gewartet habe, dass ich eben endlich auch Falzlinien habe für meine Geschenkboxen. Ich kann hier das eigentlich auf der Größe lassen, gerade weil ich ein 12×12 Papier verwende. Könnt es auch noch ein bisschen größer machen, damit wir richtig was Großes haben. Dann mal Pfadgruppierung aufheben. Genau, dann kann ich hier die roten, da kann ich sagen, das sollen Falten sein. Und die ganzen schwarzen, ich habe noch mehr hier, die rote, Falten und da haben wir auch noch eine rote. Auch da sage ich Falten. Und für den Rest hier, das muss ein Schneiden sein. Genauso nehme ich das und sage Design senden. Hier spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, ob ihr das zweite nehmt oder das letzte nehmt. Was nicht sein darf, dass ihr auf den Nullpunkt das alles setzt, weil dann würde es euch die Falzlinien quasi unten in die Ecke geben und dann wären sie nicht mehr da, wo sie sein müssen. Ich nehme einfach die aktuelle matten Seitenposition verwenden. So, jetzt haben wir zwei Matten, eines da, wo wir schneiden und eins da, wo wir falzen. Und wir starten tatsächlich immer zuerst mit dem Falzen. Das heißt hier nicht etchen, sondern falzen. Da nehme ich jetzt kurz, sag mal, ich habe ein Papier von rund 270. Da sagt der 135,8. Wir testen das jetzt einfach gleich mal. Das heißt, ich muss auch hier wieder meine Matte, Schneidermatte wäre noch wichtig, meine Matte nehmen und dann kann ich das Ganze an den Plotter senden. Da nehme ich jetzt die Matte, die nicht stark haftet, gebe mein Papier hier rein oder drauf. Sollte eigentlich wunderbar halten. Dann brauchen wir hier den Plotter auch wieder. Und da muss ich natürlich das Tool austauschen, weil ich will ja nicht hier mit der scharfen Kante dann das gravieren, sondern hier mit dem Falztool. Das heißt, ich gebe hier die Matte rein. Gehe ich kurz irgendwo hin, wo ich Papier habe. Dann nehme ich hier wieder meinen Streifen, der bei mir als Abstandhalter quasi verwendet wird. Dann kann ich das hier festschrauben. Dann kann ich hier auch wieder quasi in die Ecke gehen. Muss jetzt hier nicht super genau sein, weil, also es wird ja hier einfach meine Ausgangsposition sein. Genau, und dann kann ich habe alles voreingestellt, genau, dann kann ich hier einfach sagen, an den Plotter senden und dann sollte er mir meine Falzlinien machen. War schon mal das. Jetzt kann ich hier das Tool, ohne dass ich den verschiebe, den Kopf hier, einfach nur das Tool rausnehmen, dann mein Schneidemesser, wo ich den weißen Punkt drauf habe, weil ich weiß, das ist fürs Papier. Hier natürlich das Ganze wieder gucken, dass die Rille hier im Tool drin ist. Und das so festklemmen. Dann
Gehe ich hier auf dem PC auf die andere Matte, dann sage ich hier schneiden. Ich sage hier einfach mal Plotter-Einstellungen verwenden. Und dann kann ich hier kurz mit dem Druck ein bisschen hochgehen. Meistens ein bisschen dicker. Das sollte so passen. Muss dann nachher wieder dran denken, das runterzunehmen, weil das meine Einstellungen sind, Standardeinstellungen. Genau, und dann kann ich auf dem PC sagen, an den Plotter senden. Und jetzt sollte er mir das noch ausschneiden. And your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate. Jetzt gehe ich kurz hinten an eine Ecke vom Papier, löse das und gucke, ob das richtig geschnitten hat. Ihr seht das hier hinten sehr wahrscheinlich nicht. Und das hat aber wunderbar geschnitten. Das heißt, ich gebe hier kurz das runter auf wieder meine 35, damit das für das Papier wieder stimmt. Und dann kann ich die Matte rausgeben. Dann wie immer Matte vom Papier lösen und nicht umgekehrt, damit euch das Ganze nicht klingelt. Dann haben wir hier auch wunderbar schon unsere Box und jetzt gucken wir, wie gut die Falzlinien funktioniert haben. Eigentlich müsste ich hier das jetzt einfach umlegen können und ihr seht, es sieht genau oder es merkt genau, wo diese Falzlinie ist und so kann ich das jetzt umlegen. Ist jetzt qualitativ nicht das hochwertigste Papier. Von dem her bricht es mir so ein kleines bisschen. Die Herzen gehen natürlich nach außen und nicht nach innen. So, können wir das hier zusammenhalten. Mit die so ein bisschen runterdrücken, zusammenhalten, das hier drüber geben und das hier drüber geben. Und dann haben wir hier eine Geschenkbox. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendetwas in der Größe verschoben habe. Sollte eigentlich normalerweise ein bisschen besser passen. Aber hier so eine kleine Box. Ich versuche kurz noch eine andere. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich beim Verschieben irgendetwas verschoben habe. Ich bereite kurz noch eine zweite vor. Ich kann euch das hier auch noch kurz zeigen. Ich habe hier eine der Boxen genommen und dann kann ich hier sagen, Gruppierung aufheben. Dann können wir in die Ebenen gehen und dann sehen wir nämlich, alle roten sollten Falzlinien sein. Das heißt, ich markiere die kurz, halte einfach die Shift-Taste, damit ich hier jede quasi anklicken kann. Habe ich die alle markiert und sage hier, das soll ein Falzen sein. Genau. Und der Rest ist ein Schneiden. Und jetzt markiere ich das alles. Gucke hier, dass Größenverhältnis beibehalten ist. Und mache die noch ein bisschen größer. Weil dann sollte die proportional größer werden. Muss natürlich alles markiert sein, das heißt die Falzlinien plus die Box selber. Dann kann ich sagen Design senden, senden. Und auch hier starten wir wieder mit den Falzlinien. Da sage ich jetzt zuerst, dass ich hier falzen will. Dann werde ich das machen und dann, wenn das gemacht ist, werde ich hier auf diese Matte drücken und dann wieder sagen Plotter-Einstellungen verwenden und das dann auf den Plotter einstellen. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come, won't you come?
You're a born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins, I'm my worst. Und nicht ganz so schön aus, aber ganz im Sinne von, was nicht passt, wird passend gemacht. Kann ich das hier oben noch zusammen quasi dann klippen. Und dann habe ich hier eine kleine Geschenkbox und damit eben jetzt auch wunderbar die Möglichkeit, Sachen zu falzen, so dass ihr eure Geschenkboxen habt. Jetzt habe ich, wie gesagt, noch ein paar andere Sachen ausgetestet für euch. Und zwar, ich würde sagen, wir starten mal mit dem Falztool, wo ich eben die Boxen gemacht habe. Und da habe ich zusätzlich das auch verwendet und mit solchen Goldfolien. Und das sind die, die auf, also mit Anpressdruck funktionieren und nicht mit Hitze. Da habe ich das aufs Papier draufgeklebt und da ein Happy Birthday drauf gemacht. Mit den, auch mit den schrägen Linien. Da war ich von der Geschwindigkeit bei einer 8 und der Anpressdruck hatte ich hier eine 105 und von der Dichte von den Linien her waren das 0,35. Das war das hier. Dann ja, seht ihr vielleicht auch hier die ganzen Tests. Ich habe ja gesagt, ne, ihr könnt verschiedene Muster machen. Das war genau das, was ich hier getestet habe, dass ich all die Muster mal mir angeguckt habe. Und dann habe ich hier oben auch den Anpressdruck so ein bisschen verändert und geguckt, wie sieht es aus. Und das ist auch das, was ich euch mitgeben will, dass ihr wirklich das Ganze mal so ein bisschen austestet und guckt, wie ihr die besten Resultate bekommt, wo ihr am meisten damit zufrieden seid. Und dann euch die Einstellungen notiert und mit der dann eben weiter arbeitet, wie ich das dann hier gemacht habe. Das war das mit dem Foiling. Dann, was sich eben neben den Boxen auch mit dem Tool machen lässt, ist zum Beispiel hier so, ach Gottchen, wie seht ihr das jetzt wieder? Hier so ein bisschen Schatten mache. Es ist in echt, sieht man es wirklich gut, aber es ist immer ein bisschen schwierig mit den Lichtverhältnissen, dass ihr das dann seht. Ich habe quasi aus so einem dünnen Karton ein Herz ausgeschnitten, das dann genau da liegen gelassen, dann ein Papier drauf gemacht und dann bin ich eben mit dem Prägetool, also das hier hatte ich mit einem Versatz von 0,1 cm oder 1 Millimeter, hatte ich einen Versatz gemacht, das geschnitten und dann das hier ist in der Originalgröße, so dass es ein bisschen kleiner ist. Wenn man da das Papier drauf macht und da mit einem Falztool entlang geht, dann bekommt man da wunderbar eine Prägung ins Papier rein. Was ich zum Beispiel cool finde, wenn man ja zum Beispiel hier dann was reinstempeln will. Ich habe hier leider eine Linie quer durch, das war ganz einfach, dass ich nicht dran gedacht habe, das Tool zu lösen und quasi gesagt habe, der Halterung, sie soll wieder in die Ecke runter und deshalb ist es hier quasi dann entlang vom Papier gelaufen. Aber ja, weiß ich beim nächsten Mal, dass ich da zuerst das Tool so ein bisschen wieder hochhebe, damit ich da nicht so eine Linie bekomme. Aber das sowas, ich habe jetzt hier simpel ein Herz genommen, aber das könnt ihr natürlich dann mit einer x-beliebigen Form, die ihr haben wollt, könnt ihr das machen. Das war das, was ich mir so überlegt hatte, eben mit diesem Falztool, offiziell Easy Crease Tool. Das ist das, was in der Halterung auf der Seite war. Und dann mit dem Etching habe ich diverse Sachen ausprobiert. Ich habe hier so ein Kratzpapier, wo Farbe drunter hervorkommt. Und auch da hatte ich natürlich zuerst so ein bisschen ausgetestet, was braucht es. Dann habe ich hier eben auch dieser Easy Edge mit einer Schrift drauf gemacht und dann das so ein bisschen in groß ausprobiert. Happy Birthday. Weiß nicht, wie gut man es in der Kamera lesen kann. Es wird dann halt einfach je nachdem, was ihr für ein Papier habt. Meins ist eben extrem bunt und deshalb kommen dann die Farben wunderbar hervor.
Ja, und dann habe ich hier noch so einen kleinen Löwen auch noch ausprobiert. Hier unten war ich zu stark, also ich hatte es zu stark eingestellt oder mit zu viel Druck. Und dann reißt dir das Papier fast so ein bisschen an. Also von dem her, es braucht ein bisschen, bis man herausfindet, was die perfekten Einstellungen sind, auch von der Liniendichte. Weil jetzt hier gerade bei dem Papier, wenn ihr die Dichte zu wenig nah beieinander habt, dann seht ihr dann trotzdem die schwarzen Linien. Also ja, da so ein bisschen austesten, bis es dann richtig funktioniert hat. Das hier habe ich dann schlussendlich bei einem Druck von 10, Geschwindigkeit von 10 und die Liniendichte war bei mir 0,15. Das war das. Dann, das hier haben wir ja zusammen gemacht, respektive das blaue, da hatte ich eine 10, also bei dem hier hatte ich Geschwindigkeit 10, Druck 20, Linie 0,15. Da hier war ich sogar bei Handpressdruck dann von 30. Aber ihr seht, dass ihr das wirklich pro Material so ein bisschen austesten müsst, weil hier habe ich eigentlich tiefer das quasi geätscht, also mit mehr Anpressdruck, aber man sieht es weniger. Und das in rosa, was ich mit 10, also Geschwindigkeit 10, Druck 20, das finde ich, ist wirklich super schön geworden. Und eben auch dadurch, dass ich ein Füllmuster darin habe. Wie gesagt, Geschwindigkeit 10, Druck 20 und dann die Liniendichte 0,15. Dann habe ich mich ein bisschen an Acryl ausprobiert. Das war der erste Versuch. So vielleicht, ja. Nur noch ein Kapitel und habe es dann hinten angemalt. Da hatte ich es versucht mit Geschwindigkeit 10, Anpressdruck 20 und eine 0,15er Liniendichte. Und dann habe ich hier noch ein zweites ausprobiert. Da bin ich dann mit dem Druck auf eine 30 hoch. Und das sieht für mich schon besser aus. Haben wir hier schwarzes Papier? Vielleicht seht ihr es so ein bisschen besser. Also ich finde ein wirklich super Ergebnis, außer dass ich es nicht richtig ausgemittet habe. Aber was ich auch süß finde, man sieht so ein bisschen diese Linien, sieht man tatsächlich so ein bisschen, wenn man sehr genau hinguckt. So, das wirklich, ja, Geschwindigkeit 10, Anpressdruck 30 und eine 0,15er Liniendichte. Super Ergebnis. Was hatten wir noch nicht? Genau, das letzte hier, das war eine Acetatfolie. Das ist diese quasi etwas dickere Folie, die man früher so für den Hellraumprojektor verwendet hat. Seht ihr vielleicht, wenn ich das wegziehe. Dann haben wir hier so einen Herzenstrauß drauf und das habe ich dann ganz einfach auf ein quasi Papier geheftet. Und so sieht man das Resultat wirklich super gut. Das werde ich definitiv mehr machen, gerade so, wenn man, also ihr werdet es dann auch bei Andrea sehen, die hat auch eine Geschenkebox gemacht, wo sie ein Fenster gemacht hat und da was drauf graviert hat. Finde ich, sieht dann schon richtig cool aus und das hatte ich gemacht mit einer Geschwindigkeit von 10, Anpressdruck 30 und auch die Liniendichte ist eher 0,15 bei der Größe vom Motiv. Ja, ihr seht, ich habe ziemlich viele Sachen für euch ausprobiert mit diesen beiden Tools, eben einerseits dem Easy Crease und dann dem Easy Edge Tool und hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was mit auf den Weg geben, dass ihr da auch Lust habt, das selber auch auszuprobieren. Ja, und wie gesagt, guckt euch auf jeden Fall auch das Video von Andrea an. Kreativ Chalet heißt ihr Kanal. Da zeigt sie euch auch noch so ein paar weitere Beispiele. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es hat euch was gebracht und ja, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! So I said, hey, don't you want